Hallo und herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo rund um das Thema Prüfungen an der Uni Oldenburg. In diesem Video wird erklärt, was Prüfungen und Prüfungsordnungen sind und wo ihr das für euch geltende Regelwerk findet, wie die An- oder Abmeldung zu Prüfungen funktioniert, wie ihr vorgehen müsst, wenn euch eine Krankheit bei der Prüfungsleistung dazwischenkommt, was und für wen ein Nachteilsausgleich ist, was passiert, wenn ihr eure Prüfung nicht besteht und was Freiversuch bedeutet, wo ihr die Noten nach eurer Prüfung findet, warum euch Anerkennung oder Anrechnung ein Begriff sein sollten, was ein Plagiat ist und warum ihr es beim wissenschaftlichen Arbeiten unbedingt vermeiden solltet, in welchem Rahmen ihr Mastermodule bereits im Bachelor vorziehen könnt und wohin ihr euch mit Fragen wenden könnt oder wo ihr Unterstützung bekommt. Kennt ihr euch schon etwas aus und sucht nur Infos zu einem bestimmten Themenbereich, könnt ihr die Sprungmarken in der Videoleiste nutzen, um direkt zu dem entsprechenden Videoteil zu gelangen. Fangen wir direkt an. Prüfungen an der Universität dienen der Bewertung eures Wissens und eurer Kompetenzen in spezifischen Fächern oder Modulen. Ziel ist es, euren Lernfortschritt und euer Verständnis der Thematik zu evaluieren. Sie sind damit ein wesentlicher Bestandteil eures Studiums und dokumentieren euren akademischen Fortschritt. Die Prüfungsformen können dazu unterschiedlich gestaltet sein und verschiedene Formate wie zum Beispiel schriftliche Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten, Portfolios oder andere Prüfungsformen umfassen. Die für ein Modul zulässigen Prüfungsformen findet ihr in der Prüfungsordnung. Die Prüfungsordnung legt den rechtlichen Rahmen für alle prüfungsbezogenen Aspekte fest. Das heißt, dort ist geregelt, wann ihr Prüfungen ablegen könnt, wer euch prüfen darf, welche Prüfungsformen es gibt, wie Prüfungen bewertet werden und noch vieles mehr. Aufgrund der Vielfalt der Studiengänge an der Universität Oldenburg gibt es auch viele unterschiedliche Prüfungsordnungen und die sogenannten fachspezifischen Anlagen, in denen das Curriculum des jeweiligen Studienganges oder Faches abgebildet ist. Dort wird folglich geregelt, welche Module in welcher Reihenfolge und welchem Umfang studiert werden müssen und welche Prüfungsleistungen für ein bestimmtes Modul vorgesehen sind. Schauen wir uns dazu einmal ein kleines Beispiel aus der fachspezifischen Anlage für das Fach Germanistik an. Das Basiscurriculum dort umfasst 30 Kreditpunkte und besteht aus 3 Basismodulen zu je 10 KP. Wenn ihr nicht wisst, was Kreditpunkte sind, habe ich euch hier noch ein anderes Erklärvideo verlinkt. Die Module wie das GER 010 beinhalten verschiedene Veranstaltungen. Hier sind es eine Vorlesung, ein Tutorium und ein Seminar. In der rechten Spalte findet ihr die zugehörigen Prüfungsoptionen des Moduls. Vorgesehen sind hier 2 Leistungen. Einmal eine 90-minütige Klausur und dann noch eine weitere Prüfungsleistung, die aus der Reihe der angegebenen Formate variieren kann. Welches die zweite Prüfungsleistung am Ende ist, entscheidet die Lehrperson der jeweiligen Veranstaltung. Das wird euch dann aber in der Regel auch bei der Belegung der entsprechenden Veranstaltung in der Lernplattform StudIP schon angezeigt oder am ersten Veranstaltungstermin geklärt. Beachtet, dass manchmal auch die Wahl zwischen mehreren Prüfungsleistungen angeboten wird oder es in einem Modul auch mal verschiedene Veranstaltungen eines Typs geben kann, die unterschiedliche Prüfungsformate aus den aufgelisteten Alternativen anbieten. Es lohnt sich also immer, etwas genauer hinzuschauen. Damit alles übersichtlich und verständlich bleibt, ist es zum Glück recht einfach, die für euch geltenden Regelungen zu finden. Dazu navigiert ihr auf der Universitätswebsite unter Studium zum Punkt Prüfungen. Diese Seite ist auch generell immer einen Blick wert, da sich hier alle wichtigen Informationen, Dokumente und Formulare rund um das Thema Prüfungen sowie auch häufig gestellte Fragen an das Prüfungsamt samt Antworten finden. Auf der linken Seite könnt ihr dann zunächst eure Studienart und anschließend euer jeweiliges Studienfach auswählen. Klickt man zum Beispiel auf den Bereich 2 Fächer Bachelor und dann auf ein Fach wie hier die Anglistik, landet ihr auf einer Seite, wo alle entsprechend relevanten, allgemeinen und fachspezifischen Ordnungen für das jeweilige Fach hinterlegt sind. Beachtet, dass grundsätzlich die Prüfungsordnung für euch gilt, die zum Zeitpunkt eurer Immatrikulation aktuell war. Da die Welt natürlich nicht stillsteht und sich Anforderungen immer mal ändern können,
kann sich auch die Prüfungsordnung im Laufe eines Studiums weiterentwickeln und eine neue Fassung derselben entstehen. Bei Änderungen während eures Studiums, wie etwa unterschiedlichen Modulzuschnitten oder Angeboten, gibt es falls nötig daher auch Übergangsregelungen, um zum Beispiel eine Studienzeitverlängerung durch die Umstellung zu vermeiden. Ist euch da mal etwas unklar, könnt ihr euch jederzeit an das Akademische Prüfungsamt wenden. Wie funktioniert nun die An- und Abmeldung zu Prüfungen? Die meisten Prüfungsformen wie Klausuren, Hausarbeiten, Referate oder Portfolios werden über StudIP verwaltet. Dort erfolgt in der Regel auch die An- und Abmeldung. In einigen Fällen kann es aber vorkommen, dass ihr euch für bestimmte Prüfungsformen per Modulschein bei der Lehrperson anmelden müsst. Darauf werdet ihr dann aber hingewiesen. In StudIP findet ihr die aktuell eingestellten Prüfungen unter dem Menüpunkt Studium und dann Meine Prüfungen. Für eine bessere Übersicht sind die Prüfungen hier auch noch gegebenenfalls den Studienfächern, in die ihr eingeschrieben seid, zugeordnet. Jede Prüfung ist mit Modultitel, Prüfer und Prüfungsform angegeben. Achtet bei der Anmeldung darauf, die für euch zutreffende Prüfung auszuwählen, besonders wenn es mehrere Veranstaltungen, Formate oder Prüfer in einem Modul gibt. In der Übersicht seht ihr auch den An- und Abmeldezeitraum. Innerhalb dieser Frist könnt ihr euch beliebig oft und ohne Begründung über den entsprechenden Button an- oder abmelden. Dazu braucht ihr außerdem noch eine TAN-Nummer. Die ersten davon habt ihr mit eurer Immatrikulation erhalten. Danach könnt ihr rechtzeitig immer hier in StudIP auch neue Nummern generieren, bevor sie euch ausgehen. Nach Ablauf der Frist wird eure Anmeldung für eine Prüfung verbindlich. Für Klausuren gilt meist eine Anmeldefrist bis eine Woche vor dem Prüfungstermin. Andere Prüfungsformen können abweichende, von den Lehrenden festgelegte Fristen haben. Habt ihr die Anmeldefrist versäumt, könnt ihr euch leider nicht mehr nachträglich zur Prüfung anmelden. Eine Abmeldung nach Fristablauf ist nur mit triftigen Gründen beim Akademischen Prüfungsamt möglich. Es ist also wichtig, sich immer über die Fristen zu informieren und rechtzeitig um die Anmeldungen zu kümmern. Sollten euch gesundheitliche Gründe bei der Prüfung dazwischenkommen, könnt ihr euch auch nach Fristende von der Prüfung abmelden oder zurücktreten. Dafür benötigt ihr dann aber einen Nachweis, wie zum Beispiel ein ärztliches Attest. Die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird auch als Nachweis akzeptiert, soweit nicht eine andere Form gefordert wurde. Der Nachweis muss in jedem Fall eine Aussage über die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit enthalten. Für Klausuren, E-Klausuren, Referate und E-Referate habt ihr zwei Möglichkeiten, die nötigen Dokumente einzureichen. In eurer StudIP-Prüfungsanmeldung könnt ihr auf die Schaltfläche Rücktritt klicken, dort den Antrag stellen und die Bescheinigung in einem geeigneten Format hochladen. Oder ihr nutzt das Formular Anzeige einer Prüfungsunfähigkeit und schickt dieses samt eurem Nachweis über das Kontaktformular für Studierende an das Akademische Prüfungsamt. In Papierform könnt ihr die Unterlagen auch beim Infodesk im Studierenden-Service-Center abgeben. Habt ihr den Weg über StudIP gewählt, zeigt ein rotes i hinter eurem Prüfungseintrag den Status eures Antrags an. Die Rückmeldung nach Bearbeitung erhaltet ihr über StudIP und eure Unimail. Beachtet, dass ihr bei einer längeren Krankheit, die mehrere Prüfungen betrifft, diesen Prozess auch für jede einzelne Prüfung wiederholen müsst. Werdet ihr übrigens direkt am Prüfungstag krank und könnt die Prüfung daher nicht antreten, sucht umgehend einen Arzt auf, der euch die Erkrankung bestätigt, da auch eure Krankmeldung und der Nachweis unverzüglich beim Prüfungsamt eingereicht werden müssen. Denkt außerdem daran, die Prüfenden bei terminierten Prüfungen wie zum Beispiel mündlichen Prüfungen oder Referaten umgehend über eure Erkrankung zu informieren. Kommen wir jetzt zum Thema Nachteilsausgleich. Der Nachteilsausgleich ist ein gesetzlich verankertes Recht und damit wichtiger Aspekt im Prüfungswesen. Er richtet sich an Studierende mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder Sorgeverantwortung und soll die Chancengleichheit gewährleisten. Der Ausgleich kann sowohl für die Organisation und Durchführung des Studiums als auch für Prüfungen beantragt werden. Der Nachteilsausgleich passt die Prüfungsbedingungen an eure individuellen Bedürfnisse an, ohne dabei das Anforderungsniveau oder die Prüfungsinhalte zu verändern.
Mögliche Formen des Nachteilsausgleichs können sein: Verlängerung der Bearbeitungszeit, Nutzung von Hilfsmitteln, Umwandlung einer schriftlichen in eine mündliche Prüfung oder umgekehrt oder die Bereitstellung von barrierefreien Prüfungsunterlagen. Um einen Nachteilsausgleich für eine Prüfung zu beantragen, müsst ihr darlegen, wie und wo sich die Durchführung der Prüfung aufgrund eurer Beeinträchtigung erschwert. Den erforderlichen Antrag findet ihr auf der Universitäts-Homepage. Beachtet, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Sorgeverantwortung sowie deren prüfungsrelevante Auswirkungen durch geeignete Nachweise belegt werden müssen und nur vollständige Anträge geprüft werden können. Wendet euch dazu frühzeitig, am besten zu Beginn des Semesters, an das akademische Prüfungsamt, damit die Formalitäten rechtzeitig vor der Prüfung geklärt sind und eine angemessene Lösung gefunden werden kann. Empfehlenswert ist gegebenenfalls auch Kontakt mit den Behindertenbeauftragten und den Beratungsstellen für Studierende mit Behinderung der Uni Oldenburg und des Studentenwerks aufzunehmen. Der Nachteilsausgleich ist ein wichtiges Instrument für faire Prüfungsbedingungen. Zögert also nicht, ihn bei Bedarf in Anspruch zu nehmen. Er kann sich auf alle Studien- und Prüfungsleistungen beziehen und einmalig für bestimmte Studienabschnitte oder für die gesamte Studiendauer gewährt werden. In jedem Fall darf ein Nachteilsausgleich nicht in die Prüfungsbewertung einfließen und wird auch nicht auf Zeugnissen vermerkt. Wenn ihr einmal eine Prüfungsleistung nicht besteht oder mit einer erhaltenen Note nicht ganz zufrieden seid, kann die Freiversuchsregelung für Bachelorstudierende eine gute Option sein. Sie ermöglicht es euch, unter bestimmten Bedingungen Prüfungsleistungen zu wiederholen, um die Note zu verbessern oder eine nicht bestandene Prüfung nachzuholen. Die genauen Bestimmungen und Möglichkeiten dazu sind im allgemeinen Teil der Prüfungsordnung geregelt und können von der fachspezifischen Anlage ergänzt werden. Wichtig ist in der Regel, dass die konkrete Prüfung, um die es geht, immer innerhalb der Regelstudienzeit und zum erstmöglichen Termin absolviert wurde. Habt ihr die Prüfung dabei bestanden, wollt aber eine Notenverbesserung versuchen, könnt ihr auf Antrag diese Prüfung innerhalb eines Jahres einmal wiederholen. Am Ende zählt dann das bessere Ergebnis der Prüfung. Habt ihr die Prüfung beim ersten Mal nicht bestanden, könnt ihr einen Antrag stellen, auf den hin die Prüfung als nicht unternommen gilt. Ihr habt dann folglich noch einmal eine Chance, es doch noch zu schaffen. Es sei denn, ihr seid beim ersten Mal durchgefallen, weil euch ein Täuschungsversuch nachgewiesen wurde. Beachtet, dass Modulprüfungen grundsätzlich zweimal wiederholt werden können. Bei einem Freiversuch bei Nichtbestehen könnt ihr die Prüfungsleistung somit sogar dreimal wiederholen. Habt ihr eine Prüfung bereits wiederholt, ist danach allerdings kein Freiversuch auf Notenverbesserung mehr möglich. Die Wiederholung einer Prüfung kann übrigens auch in einer anderen Form als der ursprünglichen stattfinden, wenn dies laut fachspezifischer Anlage und Modulbeschreibung möglich ist. Zum Beispiel könnt ihr dann gegebenenfalls statt eine Hausarbeit zu schreiben, auch alternativ ein Referat halten. Der Antrag auf den Freiversuch muss schriftlich beim Prüfungsamt gestellt werden und sollte spätestens 14 Tage vor dem weiteren Prüfungstermin eingegangen sein. Die Wiederholungstermine werden spätestens im Folgesemester angeboten. Sollte kein Wiederholungstermin bekannt sein, solltet ihr euch an das Prüfungsamt wenden. Jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich auch noch die Frage, wo ihr eigentlich eure Noten einsehen könnt. Nach Abschluss einer Prüfung oder der Korrektur durch die Lehrperson werden die Noten an das Prüfungsamt gemeldet und in das elektronische Prüfungsverwaltungssystem in StudIP eingetragen. Dort könnt ihr eure Noten dann unter dem Menüpunkt Studium, Meine Prüfungen, Meine Noten einsehen. Beachtet, dass die Korrektur und auch die Eintragung etwas Zeit in Anspruch nehmen können. Seid also nicht beunruhigt, wenn eure Note nicht sofort nach der Prüfung einzusehen ist. Sollte es ungewöhnlich lange dauern oder ihr entdeckt eine Unstimmigkeit in eurer Notenübersicht, zum Beispiel, dass Kreditpunkte nicht richtig zusammengezählt werden, wendet euch bitte umgehend an die für euch zuständige Sachbearbeitung im Prüfungsamt. Ihr könnt euch über die linke Spalte in StudIP auch jederzeit eine aktuelle Bescheinigung mit allen euren dort bisher eingetragenen Noten generieren. Aufgrund eines Verifizierungscodes ist sie auch ohne Unterschrift gültig. Nach dem erfolgreichen Abschluss eures Studiums erhaltet ihr dann außerdem noch ein Zeugnis samt eurer Abschlussnote vom Prüfungsamt. Dieses müsst ihr mit einer Erklärung beantragen, die ihr zugleich mit der Zulassung zur Bachelorarbeit erhaltet.
Neben den Prüfungen, die ihr im Laufe eures Studiums an der Universität Oldenburg ablegt, können euch gegebenenfalls auch Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt oder angerechnet werden, die ihr bereits an einer anderen Hochschule oder im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit erbracht habt. Die Anerkennung bedeutet, dass diese Leistungen in euren aktuellen Studiengang eingebracht werden können. Die anerkannten Module müssen dann nicht mehr zusätzlich absolviert werden. Ihr könnt einen Antrag auf Anerkennung stellen, wenn ihr von einem anderen Studienort an die Universität Oldenburg gewechselt seid, euren Studiengang innerhalb der Universität Oldenburg gewechselt habt oder Leistungen im Ausland erbracht habt. Für mehr Informationen dazu habe ich euch auch noch ein passendes Erklärvideo verlinkt. Im Rahmen der Anrechnung können darüber hinaus Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungen sowie Berufstätigkeit berücksichtigt werden, sofern diese mit den Lernergebnissen eures Studiums gleichwertig sind. Mehr Infos dazu findet ihr auf den Seiten des PLA-Service. Beide Möglichkeiten können euch helfen, euer Studium bestmöglich auf eure individuellen Voraussetzungen abzustimmen und vielleicht an Stellen zu verkürzen. Ihr solltet euch also damit einmal in Ruhe auseinandersetzen. Kommen wir jetzt noch einmal kurz zum Thema Plagiat. Eine Grundregel beim wissenschaftlichen Arbeiten ist, dass ein Prüfling die für den Erfolg der Prüfung maßgebliche Leistung persönlich, also ohne fremde Hilfe erbringt. Ihr müsst also jede gedankliche Leistung, die nicht eure eigene ist, als solche kennzeichnen und wörtlich übernommene oder ähnliche Textpassagen immer angeben und belegen. Wenn ihr Textpassagen, Ideen oder Konzepte anderer Autorinnen und Autoren übernehmt, ohne die Quelle korrekt zu zitieren, ist das sonst ein sogenanntes Plagiat. Plagiate sind nicht nur ein Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis, sondern können auch rechtliche Konsequenzen haben. In Prüfungsleistungen wie Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten führen Plagiate in der Regel zum Nichtbestehen der Prüfung, da sie als Täuschung gelten. Ihr solltet euch also unbedingt mit den Regeln des korrekten Zitierens und Referenzierens vertraut machen, um Plagiate zu vermeiden. Investiert ihr hier etwas mehr Zeit in die korrekte Quellenangabe, zahlt sich das langfristig aus. Nutzt dafür die Leitfäden und Empfehlungen, die von der Universität und euren Fächern zur Verfügung gestellt werden und scheut euch nicht, bei Unsicherheiten vorab lieber eure Lehrenden zu fragen, um eure Arbeiten formal und inhaltlich korrekt zu gestalten. Auch könnt ihr zum Beispiel die kostenlosen Angebote zum wissenschaftlichen Arbeiten von der Lernwerkstatt der ZSKB nutzen. Noch ein wissenswerter Hinweis. Ihr habt die Möglichkeit, bereits in eurem Bachelorstudium auch Mastermodule zu belegen und damit vorzuziehen. Dies kann euch manchmal helfen, euer Studium effektiver zu planen. Um Mastermodule vorzuziehen, müsst ihr bereits 120 KP studiert haben und den erfolgreichen Abschluss aller Basismodule eures Bachelorstudiums nachweisen können. Dann dürft ihr Mastermodule in einem Umfang von maximal 30 KP studieren. In manchen Fällen muss außerdem die Bachelorarbeit schon angemeldet sein. Den Antrag zum Vorziehen findet ihr unter dem jeweiligen Fach auf der Uni-Homepage zum Thema Prüfungen. Es wird empfohlen, den Antrag spätestens 2 Monate nach Semesterbeginn im Akademischen Prüfungsamt einzureichen. Besser, ihr seid noch früher. Die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen der Module erfolgt ansonsten wie gewohnt in StudIP. Beachtet dabei, dass die Anmeldefristen für Mastermodule von denen der Bachelormodule abweichen können. Auch ist es wichtig, dass ihr euch rechtzeitig mit den Modulbeschreibungen und den Anforderungen der Mastermodule vertraut macht, um sicherzustellen, dass ihr die notwendigen Voraussetzungen wirklich erfüllt. Im Zweifel solltet ihr euch mit der Studienberatung in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass die gewählten Module zu eurem Studiengang passen und keine Konflikte mit anderen Modulen entstehen. So, ihr habt nun einen umfassenden Überblick über das Prüfungswesen an der Universität Oldenburg erhalten. Und die ganzen Infos haben euch hoffentlich geholfen, euch jetzt ein wenig besser im Prüfungsdickicht zurechtzufinden. Natürlich könnt ihr euch bei Bedarf auch nochmal die entsprechenden Passagen des Videos im weiteren Verlauf eures Studiums ansehen, die aktuellen Infos auf der Uni-Homepage nachlesen oder euch mit allen prüfungsrechtlichen Fragen an das Team des Prüfungsamts wenden. In der Regel wendet ihr euch dazu an die Sachbearbeitung eures Erstfaches. Ihr könnt die Mitarbeiterinnen per Telefon, Mail oder in der offenen Sprechstunde für eine Beratung erreichen. Zögert auch nicht, die anderen Unterstützungsangebote des Dezernats 3 zu nutzen.
Mit seinen Abteilungen rund um alle studentischen und akademischen Angelegenheiten seid ihr dort auf eurem Weg durch das Studium gut aufgehoben. Euch noch viel Erfolg und Durchhaltevermögen.